Sie wollen heute mit mir durch Dorf loben und ich soll Ihnen doch noch mit was vertellen. Und das, was ich Ihnen vertelle, ist auch wahr. So oder ähnlich hätte sie einen Dorfschulze begrüßt, wenn der vor 100 Jahren mit Ihnen eine Dorfführung gemacht hätte, weil im Oderbuch wurde früher der Oderbuch platt gesprochen. Gucken Sie mal, ich zeige Ihnen mal hier, wie die Oder früher hier in großen Bogen in Richtung Norden abgeflossen. Und wenn die den Hochwasser hat, war dieser Teil immer laufend überschwemmt. Das war Sumpf. Und dann hier mit dem neuen Kanal wurde es mehr oder weniger begradigt. Und somit sind über 40 neue Siedlungen entstanden. Und aus den Dörfern in der jeweiligen Gemarkung, wo ein neues Dorf entstanden ist, wurde alt und neu. Also wir waren Neulitzegehörige, drüben dann Altlitzegehörige. Vorher war es nur Litzegehörige. Die Altdörfer waren ja Fischerdörfer, wie Alt-Hustow und Alt-Retz und so. Die lagen schon immer ein bisschen höher. Und der alte Fritz hat dann also auch angewiesen, dass in den Dörfern, die jetzt aufgebaut werden, dass auch ein Dorfkrug mit aufgestellt werden soll mit 2 Gastzimmern. Dass, also wenn Leute unterwegs sind, dass die also runterkommen. Würde ich mir heute wünschen, dass jetzt manche Dörfer also auch einen Dorfkrug gebrauchen können. Wir haben einen, wir haben mit Feuchten Willi. Und hier sind ja praktisch Kolonisten aus Baden-Württemberg, aus der Pfalz, aus dem Wartebruch und aus Mecklenburg-Vorpommern hier angesiedelt. Und die haben sich dann hier praktisch dann in eine neue Existenz aufgebaut. Sie haben ein Haus bekommen, damals ein Doppelhaus, die Hälfte, und dann 10 Morgenland oder 45 Morgen oder 90 Morgen. Und das mussten sie aber erstmal Urbar machen. Also das war kein leichtes Leben. Da sehen Sie hier, preußisch gerade wurde dann hier unser Dorf angelegt. Mit den 2 Straßen, hier ist die Kneipe, hier ist dann die ehemalige Schule, was jetzt Kolonistencafé ist, und hier ist die Kirche. Und hier sind dann 24 Kleinkolonistenstellen entstanden mit 10 Morgenland. Und wenn wir dann an den Kleinkolonistenstellen, das sind immer 4 Seitenhöfe, die dann immer hinten die große Scheune und rechts und links die Stelle und das Wohnhaus. Und das ist eine Großkolonistenstelle. Die geht dann hier, wo das Fachwerkhaus zu Ende ist, da fängt das an. Und da hinten, wo dieses gelbe Fachwerk ist, da hört das auf. So groß ist eine groß. Die haben eine 90 Morgen dazu bekommen. Ist in den historischen Dorfkern mit den beiden Straßen, haben wir noch 46% der Häuser sind Fachwerkhäuser oder enthalten noch Fachwerkelemente. Das ist ein sehr hoher Anteil. Und wenn Sie jetzt von hier aus gehen, sind hier 13 Fachwerkhäuser in Reihe bis nach hinten hin, von Groß- bis Kleinkolonistenhäuser, die also recht schön in Ordnung sind. Unsere Lietzer wissen das sehr zu schätzen. Und die Besucher denke ich auch. Ja, klar. Und Neulitzgehörige, rund 200 Einwohner, hat eigentlich alles. Wir haben einen kleinen Laden, wir haben eine Gaststätte zum Feuchten Willi, wir haben Kolonistencafé und sonntags für schlechte Gewissen, wenn ihn eins hat oder nicht, unsere Kirche, denn da, ja, alle 14 Tage, aber dann nur, ja. Wie ist denn das bei euch in Holland und Belgien? Was könnt ihr über eure Siedlungsstruktur erzählen? Hier is denk ik een heel groot verschil met jullie kolonie te zien. Ik begrijp dat ook bij jullie kolonie de kolonieopzet gestuurd werd van bovenaf. Maar er was tegelijkertijd ook veel autonomie voor de kolonisten. Bij ons was dat niet het geval. Het hele plan was van begin tot eind bedacht door hoge heren. Zij gingen uit van een theoretisch opvoedingsmodel. De mens vormt het land en het land de mens. De koloniën waren heropvoedingsplaatsen, gericht op disciplineren. Het samenleven van mensen kwam echt op de tweede of misschien wel laatste plaats. Zo waren er bijvoorbeeld wel kerken en scholen, want die waren nodig om mensen de juiste moraal bij te brengen, maar waren er geen pleinen en markten voor samenkomsten. Contact met de oude omliggende dorpen was er nauwelijks en werd ook sterk ontmoedigd. De onvrije koloniën hadden gestichten. Grote gebouwen waar bedelaars, wezen en anderen onder permanent toezicht stonden. Daaromheen waren woningen van toeziend personeel en productieboerderijen, langs rechte lanen die efficiëntie en toezicht optimaal maakten. Alles was hier gericht op collectieve productie. De onvrije koloniën gingen halverwege de 19e eeuw nog strakker disciplineren en bestraffen, tot zij zich uiteindelijk ontwikkelden tot gesloten gevangenisdorpen, die pas recent openbaar toegankelijk werden voor publiek. In de vrije koloniën stonden huizen allemaal hetzelfde model op regelmatige afstanden van elkaar aan lange lanen. Dit versterkte het toezicht door personeel en onderlinge sociale controle.
De gezinnen vormden hier de basiswerkeenheid. Ze hadden meer autonomie, maar zeker geen vrijheid. Deze vrije koloniën ontwikkelden zich eind 19e, begin 20e eeuw tot gewone dorpen. Zo kwam er bijvoorbeeld een dorpshuis en werd de koloniestructuur op sommige plaatsen doorbroken met reguliere bebouwing. De nog bestaande bebouwing en structuur worden nu goed beschermd. Lokale gemeenschappen werken actief samen met overheden en instanties aan leefbaarheid en behoud van het erf. Zeg, kan je volgende keer iets over landschap vertellen?